Willkommen zu einem neuen Video mit uns. Die Zeit rennt. Wir müssen noch so viele Dinge erledigen, bevor unsere große Reise nach Südamerika beginnt. Da bleibt keine Pause. Keine Zeit für Pausen. Wir haben viel zu tun diese Woche. Wir wollen unseren Bus auf Wohnmobil ummelden. Der ist ja derzeit auf LKW angemeldet oder Transporter. Und wir wollen die Wohnmobilanmeldung. Und an diesem Bus ist ja nur seit einem Jahr alles verändert worden. Da ist nichts mehr original außer die Karosserie. Und da sind wir sehr gespannt. Ja, hoffentlich klappt das. Ja, außerdem müssen wir unser Dach vorbereiten. Wir wollen es ja lackieren. Wer uns bei Instagram verfolgt, hat es schon gesehen. Also, wenn man da Lack drauf macht, wir müssen es halt vorbereiten, wir müssen es sauber machen, schleifen etc. pp. Da kommt einiges. Quatsch jetzt nicht. Los geht nach dem Trailer. Viel Spaß beim Video. Wir sind Rothausbus. Ich bin Alessandra. Und ich bin Björn. Wir haben einen 36 Jahre alten Bundeswehr T3 zu einem Weltreisemobil umgebaut. Immer mit dabei sind Mali und Wilma, unsere beiden Hundedamen. Unser nächstes großes Abenteuer ist Südamerika. Kommt mit und steigt ein. Es tut mir leid, aber ich konnte es nicht aufhalten. In Zeiten der Gleichberechtigung muss man das voll ertragen. Beginnen wir mit der Vorbereitung des Daches. Zuerst schleifen wir alles ab, dann spackten wir und wenn es trocken ist, schleifen wir noch einmal, damit wir eine glatte Oberfläche haben. Morgen! Wir sind mit unserem rollenden Chaos unterwegs und wir werden den jetzt wiegen lassen, weil wir wollen ja eine Wohnmobileintragung machen lassen. Das heißt, wir wollen den Wagen von Transporter auf Wohnmobil umschreiben. Dafür gibt es zwei Gründe. Grund Nummer 1. Wenn wir das Auto nach Südamerika transportieren, muss der Wagen, wenn er nicht auf Wohnmobil angemeldet ist, leer sein. Das heißt, er ist ein leeres Auto, wir können die Schränke nicht vollpacken. Dementsprechend Wohnmobilanmeldung, dann können die Schränke voll sein. Grund Nummer 2.
Wir wollen, nachdem wir unsere Weltreise hinter uns haben, wahrscheinlich nicht mehr nach Deutschland und das Auto nach Italien einführen. Und in Italien darf man Autos nicht ausbauen. Das heißt, wir müssen den hier auf Wohnmobil umschreiben, den hier auf Wohnmobil zulassen. Und dann können wir den Wagen nach Italien importieren und dort weiterfahren. Das heißt, wir fahren jetzt zu einer Müllabgabestelle. Und wenn man da freundlich fragt, dann kann man da sein Auto wiegen, kriegt einen Wiegeschein. Mit dem geht man dann zum TÜV. Und da wird dann das neue Leergewicht eingetragen und in dem Leergewicht sind dann die Schränke und die ganze Installation enthalten. So, auf zur Waage. Una bomba idea, es ya lunes de la mañana. Alles mit das gleiche Idee. Ja. Was machen wir noch? Ja. Selbst heute. Gewinn die. Da ist er. 1900 Kilo, also haben wir 310 Kilo ungefähr eingebaut. Ja, 1900 Kilo. So, schön. Weiter geht's. Also bevor wir zum TÜV fahren, müssen wir aber noch was erledigen. Wir haben den Wagen gestern hochgehoben auf der Hebebühne und festgestellt, wir haben Spiel am Vorderrad. Das heißt, es wackelt so und es wackelt leicht so. Wir haben ja schon Erfahrung mit unserem Radlager aus Sizilien. Auf jeden Fall haben wir gedacht, das ist kaputt. Wir haben neue Radlager bestellt, wollten die reparieren. Ich komme hier nach Hause und quatsch mit meinem Schwager, der Ingo, VW-Mechaniker seit über 35 Jahren mit einer unglaublichen Erfahrung. Und er sagt, wie Radlager beim T3, seid ihr bescheuert? Die sind nicht kaputt, die kann man nachstellen. Wusste ich gar nicht. Ja gut, man kann ja auch nicht alles wissen. Auf jeden Fall total interessantes Thema. Das werde ich jetzt mit Ingo machen. Wir stellen die Räder am T3 nach, also das Radlager stellen wir ein. Und ja, dann sind wir gewappnet morgen für den TÜV und dann gibt es keinen Ärger. Auf geht's. Zuerst nehmen wir die Schutzkappe runter, ist ja gar nicht schwierig. Auf der Seite, wo die Tachowelle ist, muss man den Sicherungsstift von der Tachowelle natürlich abnehmen und sichern. Am Ende geht es gut mit einer Rohrzange und am besten das Ding nicht zerstören, weil sonst kriegt man es nicht wieder drauf. Jetzt stellen wir das Radlager ein, das heißt wir ziehen richtig fest an, gehen eine Viertelumdrehung ungefähr zurück und drücken dann mit dem Schraubenzieher die Unterlegscheibe, die da drunter ist. Die muss man hin und her schieben können. Mit ein bisschen Muskelkraft funktioniert es, aber die muss noch leicht beweglich sein. So, das heißt, du musst jetzt wieder die Sicherungsstifte da in die Rillen gegenschlagen. Ist das richtig, ja? Genau, an der Mutter ist ja diese Blechkante und die muss in die Rille. Und das auf allen 3 Seiten, oder was? Eigentlich reicht eine. Das nur gegen Verdrehen. Ja. Mehr ist es nicht. Und das verdreht sich jetzt auch 100 Pro nicht mehr, ja? Nee. Okay. Ja. Cool, und das war's? Das war's. Jetzt muss die Kappe wieder drauf, dass die Tachowelle wieder reinkommt. Aha. Tachowelle sichern. Dann das Loch mit Silikon. Silikon oder was man da hat, was abdichtet. Karosseriedichtmasse. Zum Beispiel. Ja. Ja. Nur, dass keine Feuchtigkeit eindringt. Okay. Ja. Gut, die Kappe wieder drauf geprügelt. Genau. War ja einfach. So. Bevor wir das Rad wieder montieren, reinigen wir die Auflage, damit die Alufelge sich daran nicht festsetzt. Da kommt auch noch ein bisschen Wachsspray drauf und danach schrauben wir das Rad wieder an.
Das ist unser ganzes Chaos hier. Unser ganzer Scheiß aus dem Bus. Wir mussten alles rausräumen, damit wir den morgen wiegen können. Der Tag war echt lange. Wir sind ganz schön im Arsch. Für heute reicht's. Wir sehen uns morgen. Gute Nacht. Gute Nacht. Ja, heute ist der große Tag. Wir sind auf dem Weg zum TÜV und wollen unsere Eintragung als Wohnmobil haben. Jetzt sind wir natürlich total gespannt, ob das was wird, weil ich habe noch mal gelesen, man muss beim TÜV Nord, also nicht bei allen TÜV und auch nicht bei der DEKRA, sondern beim TÜV Nord, muss ein fest verbauter Herd drin sein. Fest verbaut, ja. Wer verbaut schon in dem T3 einen Herd fest? Wir sind ja eh nur draußen. Das heißt, wir haben jetzt einen Gaskartuschenkocher dabei und hoffen, den TÜVer davon überzeugen zu können, dass das unsere Kochstelle ist. Ja, sind wir auf jeden Fall sehr gespannt. Wenn das nicht funktioniert, habe ich mir noch was ausgedacht. Dann können wir noch einen Elektroherd einbauen für 2 Tage, den danach wieder ausbauen, damit die beim TÜV zufrieden sind. Also, jetzt auf zum TÜV. Ich hoffe, das haut hin. Ja, und dass wir da runterrollen mit unserem Schein in der Tasche. Mal schauen, was passiert. E aqui é onde trabalha em Go? Ja. So. Wir sind hier. Es hat funktioniert. Wir haben jetzt eine Wohnmobileintragung. So, Thema erledigt, auch ohne Herd. So, auf geht's. Ab nach Hause, weitermachen. Der Tag ist noch lange nicht vorbei. Cool. Geht schon. Ja, das war ja mal ein schöner, erfolgreicher Tag. Hat echt alles geklappt. Ist ja ein Seltenheitswert, aber diesmal hat es hingehauen. Wir haben unsere Wohnmobilanmeldung, der ganze restliche Kram hat auch geklappt. Jetzt gehe ich zurück ins Chaos zu Alessandra. Hier sieht es aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Wir haben noch echt viel zu tun, aber wir beenden das Video für heute. In der nächsten Woche streichen wir das Dach vom Bus. Das wird eine mega interessante Geschichte. Außerdem haben wir noch ein Rostloch vorne am Fenster, das werden wir auch machen. Also bleibt dran. Und für heute ist aber Schluss. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Alessandra ist schon wieder am Video machen. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao.